Hallo und herzlich willkommen hier aus der Nace-Zentrale zu einem neuen Video von Home of Nace. Heute habe ich euch wieder einen Köder mitgebracht, der vor allem dann punktet, wenn die Räuber sehr misstrauisch sind. Er kommt nämlich sehr natürlich daher. Man sieht schon, die Form ähnelt einem echten Fischchen und wir haben eine silberne Folie drin verbaut, die in der Sonne natürlich extrem gut reflektiert und somit sehr natürlich daherkommt. Der Köder ist unglaublich vielseitig einsetzbar, aber das zeige ich euch im Verlauf des Videos. Bevor ich euch aber zeige, wie man den Natural fischt, würde ich kurz auf die Details eingehen. Er ist 3,5 Inch lang, also knapp 9 cm, wiegt 3,5 Gramm und ist mit Shrimp Flavor ausgestattet. Die Form ist sehr an einem echten Fischchen, an einem Uklei angelegt und man sieht schon, wir haben das Protect-Geil verbaut. Zusätzlich haben wir den Natural mit einer Folie ausgestattet, die in einer kleinen Luftkammer sitzt. Da gibt es zwei Faktoren, die das besonders spannend machen. Erstens, die Folie reflektiert natürlich sehr schön das Licht, kommt so sehr natürlich daher und die Folie in Verbindung mit der Luftkammer sorgt dafür, dass man den Köder auf dem Livescope oder Live-Sonar extrem gut sieht. Vor allem für euch Mid-Strolling-Angler interessant. Also wenn ihr damit auf Barsche, Zander, Rapfen, Döbel angelt, ist das ein richtig guter Köder. Und jetzt zeige ich euch, wie man den einsetzt. Wie gerade schon erwähnt, kann man den Natural sehr vielseitig einsetzen. Vor allem die Finesse-Techniken haben es ihnen angetan. Dropshot, Carolina Rig, Free Rig, das funktioniert alles. Aber ich fange an mit der klassischen Methode am Bleikopf. Ein 1,0er Bleikopf passt perfekt. Ich lasse ihn zum Boden sinken und kann ihn ganz klassisch jiggen. Ihr seht, eine sehr natürliche Aktion. Er hat kein großes Rolling. Er macht ein bisschen was im Tail und funktioniert eigentlich wie ein Hybrid aus No Action und Action Shad. Ich würde es halt als Low Action Shad bezeichnen, der mit dem Tail ein bisschen arbeitet, die Folie ein bisschen aufblinkt und dann schön über den Gewässergrund hüpft wie ein kleines verletztes Fischchen. Das ist sehr effektiv und das Schöne beim Jiggen ist, dass der Köder immer senkrecht nach unten fällt und mit dem Tail nach oben in absteht. Das ist ein sehr natürliches Laufmuster und die Fische können den natürlich auch so viel besser einsaugen. Die nächste Methode, wo er seine Stärken ausspielt, ist das Dropshot. Dafür wirft man den Köder einfach ins Wasser und was das Schöne ist, er bleibt, auch wenn man ihn einfach locker lässt, über dem Grund, weil er eben auftreibend ist. Er sinkt nicht nach unten und trotz des Hakens schwebt er schön in der Mitte der Wassersäule, was natürlich für die Räuber extrem spannend ist. Zusätzlich kann man ihn mit leichten Schlägen über den Gewässergrund schleifen. Da sieht man, dass er schön durch den Tail von oben nach unten arbeitet, aber auch von links nach rechts. Und beim Links- und Rechtsarbeiten blitzt die Folie immer sehr schön natürlich auf und da kann kaum ein Räuber widerstehen. Ich habe ihn hier Nose-Hooked angeködert, einfach dadurch oder darum, dass man nicht die Folie oder auch die Luftkammer zersticht und man so die schöne Aktion gewährleisten kann. Wenn man sich das anguckt, welcher Räuber kann da bitte widerstehen? Das ist eine Methode, schleifen und immer leichte Schläge in die Rutenspitze geben oder eben auch ein bisschen agiler, so jiggen. Da macht er auch eine schöne, unkontrollierte Aktion, was ein verletztes Fischchen imitiert, dabei immer stehen lassen und so fangt ihr garantiert Fisch. Die nächste Methode, und da spielt der Natural vor allem seine Stärken aus, ist das Mid-Strolling. Viele von euch denken, hey, da brauche ich ein Live-Gerät, aber nein, ich habe schon oft Mid-Strolling gemacht, ohne irgendwelche Technik und das funktioniert auch. Wenn ihr aber das Live-Gerät einsetzt, hat der Natural einen riesen Vorteil. Durch die Folie und die in Verbindung stehende Luftkammer sieht man ihn extrem gut auf einem Live-Gerät. Was ihr dafür machen müsst, ins Wasser schmeißen und einfach mit kleinen Schlägen in der Rutenspitze durch die mittlere Wasserschicht ziehen. Was dabei passiert ist, dass der Köder wunderschön von links nach rechts wackelt und somit mit der Folie richtig viel Lichtreflexe ins Wasser abgibt und somit die Räuber zum Biss reizt. Ich verwende hier einen Range Roller von Owner, ein richtig guter Haken, der sich besonders eignet, wenn man mit dem Natural mit Strolling angeln möchte.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren, wie man den Natural fischt. Wie gesagt, kurz zusammenfassend, er spielt seine Stärken beim Midstrolling aus, aber auch klassisch am Bleikopf oder bei verschiedensten Finesse-Techniken wie Carolina Rig, Free Rig oder Texas Rig. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß am Wasser. Probiert den Köder mal aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, damit Fische zu fangen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann.